Mach das auf keinen Fall in Deutschland. Deutschland ist voller ungeschriebener Gesetze. Verstößt du dagegen, wird es schnell peinlich oder die Leute reagieren unfreundlich. Hier sind 10 Dinge, die du als Ausländer unbedingt vermeiden musst. Nummer 1 ist der absolute Klassiker. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Das Leben in Deutschland. Richtig, Lukas. Viele Leute denken, sie kennen Deutschland. Aber wenn man hier lebt, gibt es viele kleine Regeln und Gewohnheiten, die ganz anders sind. Genau. Wir sprechen heute über Dinge, die im Alltag wichtig sind. Vom Supermarkt bis zur roten Ampel. Also, macht es euch bequem und spitzt die Ohren. Los geht's. Sarah, fangen wir mit etwas an, das jeden Stress, der neu in Deutschland ist. Der Supermarkt. Oh ja. Ich erinnere mich an meinen ersten Einkauf. Ich stand an der Kasse und war viel zu langsam. Das ist ein Klassiker. In Deutschland muss es an der Kasse sehr schnell gehen. Die Kassierer scannen die Produkte extrem schnell. Piep, piep, piep. Hahaha. Und man muss seine eigenen Taschen mitbringen, oder? Niemand packt die Sachen für dich ein. Richtig. Du musst alles selbst einpacken. Und zwar sofort. Wenn du zu langsam bist, werden die Leute hinter dir in der Schlange ungeduldig. Ich habe gelernt, alles erst wieder in den Einkaufswagen zu werfen und es dann später in Ruhe am Packtisch einzupacken. Das ist ein sehr guter Tipp, Sarah. Das spart Zeit und Nerven. Also, immer eigene Taschen dabei haben und schnell sein. Verstanden. Keine Zeit verlieren an der Kasse. Lukas, was machst du eigentlich morgen? Morgen ist doch Sonntag. Morgen mache ich gar nichts. Morgen ist Ruhetag. Die Sonntagsruhe ist in Deutschland heilig. Das bedeutet, alle Geschäfte sind geschlossen, richtig? Ja, fast alle Supermärkte und Läden sind zu. Aber es bedeutet noch mehr. Man darf keinen Lärm machen. Auch darf ich morgen nicht bohren oder hämmern, wenn ich mein Regal aufbauen will. Das gibt sofort Ärger mit den Nachbarn. Auch laute Musik ist verboten. Das ist gut zu wissen. In anderen Ländern ist der Sonntag oft ein Tag für Arbeit im Haus oder Shopping. Hier nicht. Der Sonntag ist zum Entspannen da. Spazieren gehen, lesen oder Zeit mit der Familie verbringen. Das klingt eigentlich sehr schön. Ein Tag ohne Stress und ohne Lärm. Kommen wir zum Straßenverkehr. Stell dir vor, es ist Nacht, kein Auto kommt. Aber die Ampel für Fußgänger ist rot. Was machst du? Ich bleibe stehen und warte auf Grün. Sehr gut. Das ist typisch deutsch. Wir gehen niemals bei Rot über die Straße. Auch wenn kein Auto kommt? Auch dann nicht. Besonders wenn Kinder in der Nähe sind. Du bist ein Vorbild. Ich habe gehört, dass man böse Blicke bekommt oder sogar angemeckert wird, wenn man bei Rot geht. Das stimmt. Jemand könnte rufen, Halt, es ist rot. Die Verkehrsregeln werden hier sehr ernst genommen. Sicherheit geht vor. Also, immer warten, bis das grüne Männchen leuchtet. Genau. Geduld ist wichtig an der Ampel. Lukas, ich bin neulich fast mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Oh, wo warst du denn? Ich stand versehentlich auf dem roten Weg auf dem Bürgersteig. Ah, der Fahrradweg. Das ist eine gefährliche Zone für Fußgänger. Ja, der Radfahrer war sehr wütend und hat geklingelt wie verrückt. Das verstehe ich. Fahrräder sind in Deutschland ein wichtiges Verkehrsmittel. Viele Leute fahren damit zur Arbeit. Sie wollen schnell vorankommen. Also darf ich niemals auf dem Fahrradweg stehen oder laufen. Nein, niemals. Das gilt als sehr rücksichtslos. Der Fahrradweg ist nur für Fahrräder. Manchmal sind die Wege schwer zu erkennen, aber meistens sind sie rot gepflastert oder haben ein Fahrradsymbol. Richtig. Halte die Augen offen. Blockiere nicht den Weg, sonst gibt es Ärger. Jetzt kommt ein Thema, das eine Wissenschaft für sich ist. Der Müll. Oh ja, die Mülltrennung. Am Anfang war ich total verwirrt. Es gibt so viele verschiedene Tonnen. Ja, wir trennen sehr streng. Es gibt Papier, Plastik, Bio- und Restmüll. Und Glas kommt in extra Container auf der Straße, richtig? Genau, und sogar das Glas wird nach Farben getrennt. Weiß, grün und braun. Was passiert, wenn ich alles einfach in eine Tonne werfe? Das solltest du nicht tun, das ist schlecht für die Umwelt.
Und es gibt großen Ärger mit den Nachbarn oder dem Vermieter. Auch die Bananenschale kommt in den Biomüll, die alte Zeitung ins Papier und der Joghurtbecher in die gelbe Tonne. Perfekt, Sarah. Du hast es verstanden. Wer Müll nicht trennt, gilt hier als ignorant. Es dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt, aber es ist wichtig für das Recycling. Apropos Müll und Recycling. Was mache ich mit meiner leeren Wasserflasche? Wirf sie bloß nicht in den Müll. In Deutschland haben wir das Pfandsystem. Das heißt, die Flasche hat einen Wert? Ja, wenn du eine Flasche kaufst, bezahlst du extra Geld dafür. Meistens sind es 25 Cent für Plastikflaschen und 8 oder 15 Cent für Glas. Und wie bekomme ich mein Geld zurück? Du bringst die leeren Flaschen zurück zum Supermarkt. Dort gibt es Automaten. Ich stecke die Flasche rein und bekomme einen Bon. Genau, diesen Bon gibst du an der Kasse ab und bekommst das Geld bar zurück. Oder es wird mit deinem Einkauf verrechnet. Das ist ein tolles System. So liegt weniger Müll auf den Straßen. Richtig. Also immer auf das Pfandsymbol auf der Flasche achten. Ein praktisches Thema, über das man selten spricht. Toiletten. Das ist wichtig. Ich war neulich in einem Einkaufszentrum und wollte auf die Toilette gehen. Da saß jemand und wollte Geld. Ja, öffentliche Toiletten sind in Deutschland fast nie kostenlos. Auch nicht an Bahnhöfen oder Raststätten? Nein, besonders dort nicht. Man muss oft 50 Cent oder 1 Euro bezahlen. Manchmal gibt es Drehkreuze, wo man Geld einwerfen muss, oder? Ja, deshalb ist mein Tipp, habe immer etwas Kleingeld in der Tasche. Das ist gut zu wissen. Es ist sehr unangenehm, wenn man muss und kein Kleingeld dabei hat. Hahaha. Das stimmt. In Restaurants ist die Toilette für Gäste meistens kostenlos. Oh ja, Deutschland ist das Land der Regeln. Lukas, wir haben schon über rote Ampeln gesprochen. Aber es gibt noch mehr Regeln, oder? Oh ja, Deutschland ist das Land der Regeln. Und es gibt viele Menschen, die darauf achten, dass andere die Regeln einhalten. Du meinst, normale Leute spielen Polizei? Ein bisschen. Wir nennen sie manchmal Hilfs-Sheriffs. Kannst du ein Beispiel geben? Wenn du zum Beispiel nachts ohne Licht Fahrrad fährst, es ist sehr wahrscheinlich, dass dich ein Fremder auf der Straße anspricht. Was sagen sie dann? Sätze wie „Machen Sie Ihr Licht an" oder „Das ist gefährlich". Meinen sie das Böse? Sarah, wie laut darf man eigentlich in der Bahn oder im Restaurant sein? Also sollte man Fehler vermeiden, um nicht belehrt zu werden. Genau. Einfach an die Regeln halten, dann ist alles entspannt. Sarah, wie laut darf man eigentlich in der Bahn oder im Restaurant sein? Ich habe gemerkt, dass es in Deutschland oft sehr ruhig ist. Das stimmt. Wir schätzen unsere Ruhe sehr. Lautes Telefonieren in der Bahn gilt als sehr unhöflich. Und wenn ich mit einer Gruppe Freunden unterwegs bin und wir laut lachen? Dann fühlen sich andere schnell gestört. Man bekommt vielleicht genervte Blicke. Also lieber leise unterhalten. Ja, Zimmerlautstärke ist ein gutes Wort. In der Öffentlichkeit sollte man Rücksicht nehmen und nicht schreien. Willkommen in Deutschland. Nur Bares ist Wahres. Hier ist Zurückhaltung besser. Besonders in geschlossenen Räumen wie Zügen oder Wartezimmern. Letzter Punkt für heute, Lukas. Ich wollte gestern einen Kaffee trinken und konnte nicht mit Karte zahlen. Willkommen in Deutschland. Nur Bares ist Wahres. Wirklich? In vielen Ländern zahlt man alles mit dem Handy oder der Karte. In Deutschland lieben wir unser Bargeld. Viele kleine Cafés, Bäckereien oder Kioske nehmen keine Karten. Oder erst ab 10 Euro, richtig? Genau. Deshalb solltest du immer Bargeld im Portemonnaie haben. Das habe ich gelernt. Ich gehe nie ohne Scheine und Münzen aus dem Haus. Das waren die ersten 10 Fettnäpfchen, die du vermeiden solltest. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zum Geldautomaten. Hahaha. Das waren die ersten 10 Fettnäpfchen, die du vermeiden solltest. Aber Achtung, es gibt noch mehr. Im zweiten Teil zeigen wir dir Fehler, die dich sogar Geld kosten können. Klicke jetzt hier auf das nächste Video, um weiterzuschauen.
Bis gleich.